endlich. Zweite, endlich. So lange darauf hingearbeitet. Wie hast du geschlafen? Sehr gut. 8 Stunden, 2 Stunden Tiefschlaf, 2 Stunden 20 REM-Schlaf, was sehr bewundernswert ist. Wir sind ready to rock and roll. Jetzt einmal frühstücken und dann fahren wir in eine Kirche, in eine orthodoxe, kommen zurück, chillen ein bisschen und dann circa 6 Stunden vom Fight werden wir eine kurze Aktivierung machen des Körpers, nur kurz anschwitzen, 15, 20 Minuten, Mittagessen und dann ist schon soweit, dann müssen wir ins Fighters Hotel und dort werden wir dann abgeholt und dann geht es eigentlich los. Warum trägst du eigentlich die ganze Zeit so ein Ding am Arm? Ich habe mir eine Infektion zugezogen am Ellbogen. Eine Bakterie ist reingekommen. Ich habe es eigentlich nicht gespürt. Das erste Mal, als ich es gespürt habe, war Dienstag in der Fight Week am Abend. Das hat wehgetan und am Mittwoch in der Früh sind der Babak und ich zum UFC-Doktor. Er hat sich das angeschaut, er sagt, es ist infiziert. Ich habe gleich Antibiotikum bekommen und ich habe dann gleich begonnen mit dem Antibiotikum. Gleich am Mittwoch in der Früh. Mittwoch am Abend nach dem Training hat der Ellbogen echt geschmerzt. Das war echt heiß und rot. Ich habe natürlich das Antibiotikum weitergenommen. Das sind 6 Pillen am Tag. Aber Donnerstag in der Früh hat der Arzt gesagt, wir sollen ihm Bescheid geben. Er hat dann gesagt, wir sollen zu ihm in die Ordination kommen, um noch einmal eine Infusion zu bekommen, Antibiotikum-Infusion. Das habe ich bekommen und dann ging es eigentlich besser. Ich habe keine Schmerzen gehabt und ich habe die Antibiotikum weitergenommen. Gestern auch beim Weigh-in, nach dem Weigh-in auch Antibiotikum genommen und ist eigentlich alles wieder gut. Wir waren ja gerade in der Kirche. Für was stehen eigentlich die einzelnen Kerzen, die du da angezündet hast? Jede Kerze ist für eine Person gedacht. Die oben sind für die Lebendigen und die unten sind für die Toten. Okay, und die sollen quasi als Andenken oder Schutz bieten? Schutz, Gesundheit und ja. Vor allem Gesundheit, ja. Du meintest ja schon in Wien, als wir in der Kirche waren, dass du gerne und oft in die Kirche gehst. Gerade an Kampftagen gehst du immer hin, sofern es geht, natürlich. Genau. Um was bittest du Gott in deinen Gebeten an solchen Tagen? Gesundheit und dass ich ohne große Verletzungen aus dem Kampf rauskomme und natürlich Gesundheit für meine Familie, für mein ganzes Umfeld, ja, und natürlich Dankbarkeit. Ich bin dankbar, dass ich machen darf, das, was ich am meisten liebe, den Sport, und ich bin dankbar, mit so tollen Menschen miteinander zu arbeiten, Zeit zu verbringen. Hast du jemals schon mal in solchen Gebeten um den Sieg gebeten? Ehrlich gesagt, ja, habe ich. Aber das entscheidet nur Gott und ich tue es nicht mehr. Ich bete nur für Gesundheit. Also ich muss gestehen, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass du heute kämpfst, hätte ich das überhaupt nicht von deiner Ausstrahlung überhaupt aufnehmen können. Also Okay. Du wirkst für mich sehr entspannt. Du wirkst, als wäre es irgendwie ein ganz normaler Tag. Was gehen dir eigentlich heute für Gedanken so durch den Kopf? Also an was denkst du hauptsächlich? Alles, also es ist ein Rollercoaster. Ich denke an den Kampf, dann denke ich an meine Kinder, dann denke ich an meine Familie, dann denke ich wieder an den Kampf, dann das Szenario. Ich habe schon einige Male gemacht. Das ist mein 9. UFC-Kampf jetzt und das auf sehr hohem Niveau. Ich gebe mein Bestes und versuche ruhig zu bleiben und ja, heute Abend einfach zu performen wie noch nie zuvor. Verspürst du Ängste, wenn du an den Kampf heute denkst? Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen Angst zum Verlieren, sondern Angst einfach nur, dass man einfach nicht so performt, wie man es sich vorstellt, wie man sich jetzt die letzten Monate vorbereitet hat. Aber ich glaube, das ist auch normal, weil wenn man keine Angst hätte, dann ist man nicht wachsam, und wenn man nicht wachsam ist, dann ist man zu relaxed und dann kann es dann schnell gehen. Also, aber jetzt nicht vom Schmerz, vor der Niederlage oder so. Leider nein, die UFC lässt es nicht zu. Nur die Champions dürfen Kameraleute mitnehmen, also seinen privaten. Dafür müsst ihr noch ein bisschen warten. Was ist dein Gameplan heute? Nein, ich habe jetzt keinen Gameplan. Ich weiß, auf welche Sachen ich aufpassen muss. Ich weiß, was zu tun ist. Ich habe jetzt keinen richtigen Gameplan, dass ich jetzt ihn richtig zu Boden takedownen will und Boden. Weißt du, wenn die Möglichkeit ist, kommt der Takedown. Plan ist es natürlich, wenn er in die Rechtsauslage switcht. Ich und der Jure haben eine rechte Gerade vorbereitet. Ja, Plan ist es, das Momentum und das Timing richtig zu treffen und dann den Kampf so zu beenden, wenn das die Chance so zulässt. Wir versuchen halt schnelle Jabs zu machen, viele Calf-Kicks und ein bisschen zu stoppen. Gleich am Anfang, die erste Runde darf nicht verschlafen werden. Wir müssen die erste Runde auf jeden Fall gewinnen. Wachsam sein, ich darf den Fokus nicht verlieren, ich darf meine Emotionen nicht rauslassen. Ich muss ohne Emotionen kämpfen, auch wenn es jetzt passiert, dass ich ihn jetzt anschlage oder kurz zu Boden schicke, dass ich da jetzt nicht irgendwie nachlaufe, weil da ist er gefährlich. Einfach nur ruhig bleiben, einfach nur diese Chance sein. Also das sind die Sachen, auf die ich aufpassen muss. Schere vor, zurück. Tiefer in die Knie und hoch. Schneller werden. 5 Skyrockets. Ja. Aus der? Ja.
Ladies and gentlemen, referee Herdane is going to stop this contest at 3 minutes, 17 seconds of round number 2. Playing the winner by TKO, This is very good. You gotta let it go. Open up and, we all are sad. Nobody's happy. Papa kommt bald. Ja, Papa bleibt jetzt. Ich bleibe bei deinem Zuhause 100.000%. Am allererstes Wichtigste mal danke für den ganzen Support an alle, denen die wir sind da umgesessen ist. Ich habe jetzt noch Gänsehaut. Ja. Alex geht's gut, hat wirklich nur ganz kleine Blessuren. Das ist für uns, glaube ich auch für die Familie das Wichtigste. Er hat mit seiner Frau telefoniert, mit den Kids. Er ist schon wieder in Comeback-Stimmung. War trotzdem nach 2 Jahren, glaube ich, auch keine leichte Zeit und ich bin super stolz auf ihn und auf das ganze Team, was da geleistet wird. Und es ist wirklich, schaut sich den Vlog an, es sind nur kleine Ausschnitte, aber was da dahinter steckt, ihr könnt es euch nicht vorstellen und Alex hat alles verdient mit seiner Familie und das gesamte Team und jetzt nur mal ein paar so Eindrücke kurz nach dem Kampf. Wir sind jetzt bei Alex im Apartment, gehen jetzt was essen und verbringen die Zeit noch gemeinsam, lecken unsere Wunden. Den Licht. Jetzt. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, auch trotzdem nach so einer langen Verletzung zu sehen, das Knie hält, alles ist gut, er kann bald wieder in den Ring steigen. Ich glaube, wir alle können stolz sein, so eine Persönlichkeit in Österreich zu haben und die was auch alles repräsentiert, auch Serbien, gerade für die Jüngeren und es wird alles zurückkommen und es geht weiter. Worum ihr jetzt mein Gesicht noch seht, wir wollen Alex ein bisschen Raum geben, mit der Familie zu telefonieren und einfach ein bisschen runterzukommen. Ja, morgen könnt ihr wieder mehr von ihm sehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, nicht das Resultat, was wir eigentlich erhofft haben. Ich möchte nichtsdestotrotz mich bedanken bei den ganzen Support, den ich von euch bekomme und auch an das ganze ESN-Team, die das auch alles möglich macht, dass Daniel auch mitkommt nach Vegas und mich dabei begleitet, das alles filmt, damit ihr auch eine andere Einblicke habt. Ich fühle mich gut, das ist wichtig, also ich habe keine groben Verletzungen, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ich war eigentlich die ganze Zeit sehr relaxed, bis auf Mittwoch, Donnerstag, wo sich dann der Ellbogen infiziert hat. Das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, natürlich auch. Ich habe wirklich am Mittwoch Schmerzen gehabt und ich habe da wirklich Angst gehabt, dass der Arzt von der UFC meinen Kampf absagt. Das wäre wirklich ein No-Go gewesen. Ich hätte auch wahrscheinlich mit einer Hand gekämpft. Ich habe sehr starkes Antibiotikum bekommen. Man darf halt nicht vergessen, ich habe Gewicht gemacht, also ich habe nichts kaum gegessen, wenig getrunken. Als der Ellbogen wieder besser war, habe ich mich gut gefühlt und war auch fokussiert, war auch ziemlich ruhig, muss ich sagen, vor dem Fight. Was ich dennoch gespürt habe, ist am Freitag am Abend, als wir trainiert haben, habe ich mich ein bisschen anders gefühlt als die letzten paar Male. Von der Kraft und von der Kondition her bin ich schneller ermüdet, habe mir aber nichts dabei gedacht. Ich dachte, das war vom Weightcut und das wird dann auch viel besser am nächsten Tag, am Samstag. Am Samstag mache ich dann immer 6 Stunden vor dem Kampf mache ich so eine Aktivationseinheit. Da habe ich auch schon langsam gespürt, dass die Beine etwas schneller ermüdet
müden als normal, habe alles eigentlich verdrängt und habe mir gedacht, Alex, das ist nichts, das ist alles gut. Und ja, der Kampf an sich hat gut gestartet. Der Plan war es, von der ersten Sekunde an richtig Gas zu geben, die erste Runde zu gewinnen, weil wir eben nur 3 Runden kämpfen. Ja, ich bin dann rein in die Pause. Die zweite Runde hat dann auch gut begonnen, bis er mich dann mit der Links-Rechts-Kombination getroffen hat. Ich war jetzt nicht, dass ich jetzt sage, dass ich jetzt im Knockdown war, aber es hat sich natürlich etwas gedreht. Ich habe versucht, so lange weiter zu kämpfen, wie ich konnte. Habe wirklich alles gegeben und dann hat der Referee abgebrochen. Glückwünsche an Jiri und ich will wirklich auch nicht sagen, dass das mit der Infektion eine Ausrede war oder Ausrede ist, dass ich jetzt verloren habe wegen dem. Nein, ist es nicht. Was ich nur von meiner Seite aus sagen kann, dass es mich natürlich etwas beeinträchtigt hat und dass ich meiner Meinung nach nicht so 100% mein ganzes Potenzial ausschöpfen kann. Ich sage es noch einmal, es ist keine Ausrede, kein Excuse, wie die Amerikaner das sagen. Jiri hat gewonnen, Respekt, meine Arbeit ist noch nicht getan. Ich werde stärker zurückkommen, ich bin immer noch stärker zurückgekommen. Vorhin auch ein langes Team-Meeting gehabt mit den Coaches, was wir besser machen können, was wir ändern werden und ich werde weiterhin Gas geben, ich werde weiterhin hart trainieren. Ich werde jetzt auf jeden Fall keine lange Pause, große Pause machen zwischen den Kämpfen. Also ich will wieder so schnell wie möglich zu kämpfen, vielleicht im Sommer. Ja, wie fühlt man sich nach dem Kampf? Natürlich eine Niederlage tut sehr weh, das ist auf jeden Fall. Ich habe sehr viel Zeit investiert, sehr viel Geld investiert, aber scheiße mal aufs Geld jetzt. Das Wichtigste ist, ich habe die Geburt meiner Tochter, ich war dabei, aber ich habe es jetzt noch nicht so wahrgenommen. Das tut mir am meisten weh, dass ich die Zeit mit den Kindern und mit der Family nicht verbringen konnte. Die haben auch ihre Opfer gegeben. Es ist, wie es ist. Ich muss es akzeptieren und ich werde es akzeptieren. Hast du schon eine Vermutung, woran es gelegen hat, dass es zur Niederlage kam? Nein, also ich glaube in der ersten Runde habe ich gute Distanz gehalten zu Jiri, in der zweiten Runde auch am Anfang und dann habe ich ihn zu nah an mir rankommen lassen. Ich glaube, weil die Müdigkeit schon eingetreten ist. Ich habe schon in der zweiten Runde schon etwas Müdigkeit gespürt und das ist jetzt nicht, dass ich jetzt nicht viel gemacht habe im Camp. Ich meine, du warst ja dabei im Camp und du weißt, wie es gelaufen ist und wir haben echt geackert und ich habe auch in der Höhenkammer geschlafen. Von der Kondition war ich eigentlich gut vorbereitet und vorbereitet für 3 Runden hohes Volumen. Nur habe ich halt in der zweiten Runde halt gespürt, dass die Beine schon langsam ermüden, die Hände ermüden. Kann sein, dass es vom Antibiotikum lag. Wie gesagt, muss es nicht, wer weiß, an was es lag, aber ich glaube, das hat seinen Teil dazu beigetragen. Sehr viel mit Magenprobleme gehabt. Ich habe extreme Sodbrennen gehabt und es hat mich immer aufgestoßen. Einer meiner Fehler war, dass ich in der zweiten Runde zu nah an mir rankommen lassen habe. Und ich bin ein Kämpfer, der gerne die Distanz gut halten konnte. In dem Moment habe ich es nicht halten können. Ein Schlag kann entscheiden. Also ich bin jetzt nicht von einem Schlag direkt K.O. gegangen, aber ja, ich habe gekämpft. Ich habe sogar, kurz wo ich angeschlagen war, habe ich noch sogar 3, 4 abgefeuert und noch getroffen. Also ich habe da wirklich alles gegeben, dass ich so lange im Kampf bleibe, wie es nur geht. Ich muss dazu sagen, das ist kein Kampf, vor dem du dich verstecken musst. Du hast super performt, die erste Runde gewonnen, du hast ihm auf die Schnauze gehauen, der hat halt einfach nur gefressen. Wie war es für dich, zum ersten Mal nach 2 Jahren wieder im Cage zu stehen? Hattest du mit Nervenproblemen zu kämpfen oder warst du nervös? Nein, eigentlich nicht. 2 Jahre, dass ich jetzt nicht gekämpft habe, die sind so schnell vergangen, weil ich glaube, es hat auch nicht so ausgeschaut, dass ich jetzt irgendeinen Ringrost habe oder dass ich jetzt Angst habe, getroffen zu werden oder so. Wie sagt man so schon? Live by the sword, die by the sword. Wir dürfen auch nicht vergessen, es ist die höchste Liga, das höchste Niveau. Ich habe gegen die Nummer 2 gekämpft der Welt. Was Besseres, was Höheres gibt es ja gar nicht. Ich glaube, die häufigste Frage, beziehungsweise die häufigste Kritik, die ich im Internet jetzt gelesen habe, ist, warum bist du nicht zu Boden gegangen? Na, ich habe keine Ahnung, warum nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich hätte es in der zweiten Runde machen sollen. Vielleicht haben es die Trainer schon auch in den Corners gesagt, geh zum Takedown. Ich habe es vielleicht auch nicht gehört. Vielleicht hat mir die Energie gefehlt. Die Frage kann ich nicht beantworten. Ich weiß, dass ich der komplettere Kämpfer bin. Ich weiß, dass ich der bessere Wrestler bin. Ich hätte es machen sollen, ja, aber ja. Wie geht's jetzt weiter für dich? Jetzt geht's einmal nach Hause und es steht der Umzug davor und ich will ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen und ein paar gesundheitliche Sachen noch erledigen, die mich die letzten Monate ein bisschen beschäftigt haben und dann schauen wir weiter. Also ich will auf jeden Fall bald wie möglich wieder kämpfen. Also. Hast du einen Gegner im Kopf? Nein, keinen Gegner. Ich nehme das, was ich bekomme. That's it.